Ja, moin, mein Name ist Florian Trabant, Produktmanager für Futtererntemaschinen bei Kuhn Deutschland. Heute möchte ich euch unser neues FC 13460 DRA vorstellen. Das FC steht bei Kuhn für Mähwerke mit Aufbereiter. Die 13460 zeigen die Arbeitsbreite an. Wir haben eine variable Arbeitsbreiteneinstellung von 12,40 Meter bis 13,40 Meter. Das RA steht bei uns für eine Schwatteinheit. Also das Futter kann je nach Bedingung, Futtersorte oder Futterart aufs Schwatt gelegt werden oder breit abgelegt werden. Alles dies erfolgt dank unserer Isobus-Steuerung aus der Kabine heraus. Hier sehen wir gerade, wie unsere teleskopierbare Achse auf über 4 Meter sich ausfahren kann. Zum einen bei Schwattablage, damit wir das Futter nicht überfahren, und zum anderen, wenn wir besonders im hügeligen Gelände sind, dass wir im Vorgewändeaushub eine bessere Stabilität in der Maschine haben. Mit dem FC 13460 haben wir die Möglichkeit, Schnitthöhen von 4,5 bis 8 cm zu erreichen. Optimal ist natürlich in der heutigen Zeit, dass wir eine Schnitthöhe von 7 bis 8 cm haben, damit, wenn wir über Ackergras oder Dauergrünlandwiesen reden, einen schnellen Wiederaufwuchs haben. Hier beim Roggen ist es nebensächlich, weil anschließend der Boden wieder gedüngt wird, anschließend bearbeitet und Mais reingelegt wird. Mit dem Aufbereiten des Futters erreichen wir schnellere Trocknungsverläufe. Je nachdem, ob wir die Aufbereiterdrehzahl auf 755 oder 1000 Umdrehungen eingeschaltet haben oder den Abstand zwischen Aufbereiter und Prallblech auch eingestellt haben, erreichen wir verschiedene Aufbereiterqualitäten. In diesem Fall ist es so, der Landwirt wird morgen erst anfangen zu häckseln. Wir haben den Aufbereiter auf eine langsame Geschwindigkeit gedreht und das Blech ganz nach oben, damit der Trocknungsverlauf langsam vonstatten geht. Bei unserer Mähkombination haben wir in der Front unser FC 3125 DFF. Es ist ein gezogenes Frontmähwerk mit einer hydropneumatischen Einstellung.
Bei unserem FC 13460 verbauen wir pro Seite 2 Mähbalken mit A6 Mähscheiben, die in der Mitte miteinander fest verbunden sind. Und somit haben wir eine Arbeitsbreite von 5,20 Meter pro Seite. Unsere Messer sind 360 Grad drehbar und können bei Kontakt mit Steinen jederzeit ausweichen. Der Stahlfingeraufbereiter besteht aus 2 Fingern, die beweglich sind und das Futter aufbereiten. Je nach Futtersorte und je nach Masse können wir hier oben dieses Blech werkzeuglos einstellen und somit erhöhen oder reduzieren wir die Intensität des Aufbereitens. Schauen wir uns diesen Zylinder an. Diesen verwenden wir für eine automatische oder eine hydraulische Schnitthöheneinstellung und können uns jederzeit den unterschiedlichen Gegebenheiten anpassen. Über einen A3-Joystick haben wir die Möglichkeit, wenn wir uns das hier unten rechts anschauen, die klassische Go-End-Funktion, also unser Vorgewändemanagement. Des Weiteren können wir die Maschine jeweils separat einzeln ausheben, beispielsweise wenn wir Keile ausmähen wollen. Weiterhin können wir über diese Funktion die Mähwerke von 12,40 Meter bis 13,40 Meter variabel in der Arbeitsstellung einstellen. Des Weiteren, die Maschine wird komplett hydraulisch entlastet. Der Fahrer hat die Möglichkeit, aus der Kabine heraus über das Terminal den Auflagedruck jederzeit zu erhöhen oder zu reduzieren.